Hallo Leute und herzlich willkommen zu Teil 3 des Picardie-Vlogs. Und wenn ich dachte, ich hätte im letzten Video nichts zu sagen gehabt, dann habe ich mich geirrt, denn jetzt habe ich wirklich nichts zu sagen. Ja, deshalb einfach viel Spaß mit dem Video. An Tag 5 waren wir dann in Amiens und haben uns die größte Kathedrale Frankreichs angeschaut. Da niemand da drinnen auch nur Fotos gemacht habe, habe ich mich nicht getraut zu filmen. Und das Ding ist so riesig, dass man es von außen mit der Kamera nicht einfangen kann. Deshalb seht ihr nur das Portal, das ja schon fast so eine Sehenswürdigkeit für sich ist. Danach sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, weil wir einen Tisch zum Abendessen reserviert hatten, aber es halt erst Nachmittag war. Wir sind dann irgendwie von den Touri-Wegen abgekommen. Auf einmal war es nämlich total leer. Was ihr da seht, ist das Färberviertel. Das war ein bisschen ranzig, aber eigentlich super schön. Das für Färberviertel war, dann haben die natürlich am Wasser drauf. Ja. Ich glaube, die hier wohnen Menschen. Nee, das sind alles leerstehende. Ja. Waren wir den ganzen Tag um 5 und jetzt waren wir halt auf einen Schlag um 4. Willst du nicht sagen? Hat man schon plötzlich gemerkt. Ja, doch. Also ich habe mir keine Angst gehabt, aber Aber es war schön. Aber es war nicht so Touri-mäßig. super. Mit dem nächsten. Wollt ihr einmal bis zur Somme, oder? Ja. Aber die bei der Karte, also richtig. Das ist ja was in der Fassade irgendwie auch. Wir sind dann noch an der Somme rumgelaufen und da hat so ein ganz, ganz witziger Mensch der Statue ein T-Shirt angezogen und ihr eine Unterhose auf den Kopf gesetzt. Ich frage mich eher, ob er extra eine mitgenommen hat oder ob er dann ohne Unterhose rumgelaufen ist. Und das war Amiens. Sehr kurz, ich weiß, aber es war halt ein etwas kürzerer Tag und ich habe mich teilweise auch ein bisschen arg tourimäßig gefühlt mit der Kamera. Wir waren dann noch Abendessen, aber ja, das habe ich dann nicht mehr gefilmt und viel mehr ist auch nicht passiert an dem Tag. Aber es ist gut, dass ich nicht einen Teil pro Tag gemacht habe. Dann wäre dieses Video jetzt nach 3 Minuten nämlich schon vorbei. An Tag 6 waren wir dann wieder wandern, diesmal in der Gegend von Ardelot. Begonnen hat unsere Wanderung beim Château d'Ardelot. Das kann man kostenlos von außen besichtigen. Drin muss man Geld zahlen, aber aktuell war es wegen Reparaturen geschlossen. Aber warum sollte es auch eine Wehrburg sein? Ja, da war doch mal eine, oder ist das einfach nur so angelegt? Die haben sie wieder aufgebaut. Irgendwo Schrott und waren sie aufgebaut. Also muss sie eher älter gewesen sein. Das ist nicht nachgebaut. Das kann Müssen wir aufpassen. Oh, aua! Ja. Jetzt mal schauen, wenn der Vater da um die Ecke kommt. So aber wirklich. der Fluss sieht aber cool aus. Findet ihr nicht? Hier interessiert es einfach keinen.
dann irgendwann am Plage Decor rausgekommen und haben dann diese komischen Sandstängel gefunden. Die waren da überall. Wir glauben, es sind vom Sand überspülte Algen, aber den Taste-Test hat keiner gemacht, also wissen wir es nicht ganz sicher. Und ganz da hinten am Horizont konnte man ein Schiff sehen. Auf der Kamera sieht man es nicht, weil der Zoom zu schlecht ist, aber es war grau und hatte riesige Geschütze. Es ist jetzt nicht so unüblich, dass die französische Marine an der Atlantikküste entlang patrouilliert. Wie gesagt, es ist eine EU-Außengrenze. Ja gut, aber da drüben läuft es irgendwie viel langsamer zu. Jetzt sieht man richtig, wie das Wasser immer näher kommt. Ja, ich meine, es gibt doch große Krabben. Zuerst sahen sie einen Kormoran, der sich die Flügel trocknet, und hier sehen sie den wohl größten Krabbenpanzer, den die Welt je gesehen hat. Dass wir selber schon größere Krabben gesehen haben, ignorieren wir an dieser Stelle einfach mal und staunen lieber, wie groß der Eigentümer dieses Panzers gewesen sein muss. Ich frage mich nur, ob die Krabbe noch lebt, wo der Panzer doch so verwaist am Strand rumliegt. Und ohne Augen. Die hingen nämlich noch am Panzer. Und da hat jemand seine Oliven am Strand liegen gelassen. Ja, das sind jetzt definitiv Algen, auch wenn sie meiner Meinung nach mehr wie so schwarze Oliven an der Weinrebe aussehen. Das hier sind ein bisschen mehr Algen, die im Übrigen unglaublich gestunken haben. Nur das ist irgendwie nicht so gut funktioniert. Dieser modderig, matschige Wattsand soll ja gut für die Haut sein. Ist ja zufällig auch gut für die Schuhe so. Und jetzt haben wir so ein ungefähres Bild davon, wie groß die Krabbe von vorhin wohl ungefähr war. Und irgendwo an der französischen West- oder der englischen Ostküste hat sich wohl jemand eines Reifens entledigt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es super spannend, Gegenstände oder Konstruktionen, die eigentlich unter Wasser sind, mal auf dem Trocknen zu sehen, wie zum Beispiel diese Bojen hier. Ich würde auch mal liebend gern so eine trockengelegte Schleusenkammer sehen. Danach ging es vom Strand in den Wald und in die eigentlichen Dünen. Hey, spann mal an. Der Himmel ist blau. Und das Leben liegt vor dir. Ja. Sie hat jetzt ein Kreuz und für jedes Jahr Löschen gedrückt. Und ohne es gelesen zu haben. Dann sieht man nämlich, sieht das so aus, als hätte es. Deine Verhältnisse sind so dick wie dein Stamm. Was ist denn das für ein Baum? Das sind alles Eichen, Heiko. Das sind Stieleichen. Sind das Stieleichen? Ja, das sind die kleineren. Wie heißen die kleineren nochmal? Traubeneichen Traubeneichen. und Stieleichen. Und wir müssen nämlich die Fraktion Und mit diesem letzten Blick auf das Chateau endet Tag 6. Es war jetzt nicht die spektakulärste oder ereignisreichste aller Wanderungen und in den Dünen war es unerträglich heiß, zäh und stickig. Aber sie war landschaftlich trotzdem sehr schön und bei Wanderungen am Strand entlanglaufen macht auch fast immer Spaß.
An Tag 7 waren wir dann mit Hummel wieder am Strand. Timmy war jetzt nicht dabei, weil der am Strand immer so mega gestresst ist und dann garstig wird. Wir sind wieder an einen neuen Strand, der allerdings in der Nähe von Igden Plage liegt. Und direkt neben dem Strand war ein Flugplatz für echte und einer für Modellflugzeuge. Und die Modellflugzeuge waren echt ganz schön groß teilweise. Und wir klettern da so über die Felsen zu einem ruhigeren Strandabschnitt und plötzlich ragte eine fucking Backsteinmauer aus dem Sand. Und die war überall. Da ragten überall so rote Mauerfragmente aus dem Sand. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist. Ist das doch gut, dass wir jetzt erst Und hier sehen Sie die kognitiven Höchstleistungen des Kadak Quality of Life Falguni Lamle aka Hummel. Er hatte diese Feder minutenlang am Halsband stecken. Er hat mit ihr gespielt und sie sogar ins Maul genommen. Und jetzt hat er Angst vor ihr. Nein, nicht da rausgehen. Ach du Blödian. Du Blödian. Und dann wurde Hummels größter Albtraum wahr und er musste baden. Er badet nicht allzu gerne, außer wenn er in der Badewanne mit warmem Wasser mit der Duschbrause massiert wird. Außerdem hat er panische Angst vor Wellen. Als wir alle im Meer baden waren, rannte er ganz verzweifelt vor den Rucksäcken auf und ab, weil er sich nicht mehr auf die Sandbank getraut hat. Baden mit Hummel besteht also daraus, ihn ins Wasser zu lotsen, dort
rumzustehen, ihn fürs bloße Existieren zu loben und dann sein Hinterteil zu betrachten, wenn er keine Lust mehr hat und zurück zu den Rucksäcken rennt, um sich dort im Sand zu wälzen und die Handtücher anzusauen. Dass es ihm nach dem Baden besser geht, weil ihm nicht mehr so heiß ist, will aber auch nicht so richtig wahrhaben. Oder er versteht den Zusammenhang einfach nicht. Niemals. Wir hatten dann noch Besuch von so ein paar Leuten mit Jetskis. Und danach war erstmal eine Runde Buhl angesagt. Oder ein paar. Schicker Po da bei dir. Ja, mit der Flut kam dann das Wasser immer näher und bevor wir zwischen den Felsnasen festsitzen und nicht mehr wegkommen, haben wir uns dann wieder auf den Rückweg gemacht. Ja, so sah der Strand vor dem Strandaufgang aus, als wir gegangen sind. Der Tidenhub ging in Richtung Niptide, dadurch war der Unterschied jetzt nicht so krass wie in Berg, aber der Strand ist meiner Meinung nach trotzdem deutlich kleiner geworden. Und da konnte man England sehen. Man konnte die Tage davor schon immer wieder erkennen, dass der Horizont irgendwie schief war und in Richtung Süden abfiel, beziehungsweise streng genommen nach Norden anstieg. Aber so gut wie an dem Tag, dass ich es sogar filmen kann, war es davon noch nie. Jetzt springt er zur Seite. Und das war Tag 7. Strandtage sind jetzt nie so spektakulär, aber es war ausnahmsweise mal warm, die Sonne schien und keine Hunde verboten. Im Gegenteil, unser Strandabschnitt lag ja so günstig, dass Hummel frei herumlaufen konnte und wir ihn nicht mal die ganze Zeit mit Argusaugen bewachen mussten. Nicht nur Tag 7 und damit die Hälfte des Urlaubs ist schon vorbei, sondern auch dieses Video, bis auf die Outtakes. Meine Sommerpause war jetzt ja doch kürzer als erwartet. Eigentlich hatte ich ja geplant, bis September weg zu sein, aber ich war in den 2 Tagen zu Hause halt fleißig.
Nächste Woche werdet ihr wahrscheinlich trotzdem nichts von mir hören, es sei denn, es ergibt sich aus dem Nichts noch die Möglichkeit, den wahrscheinlich letzten Teil des Pegadi-Vlogs zu schneiden. Wir sehen uns also wahrscheinlich erst in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Danach sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, weil wir einen Tisch zum Abendessen essen. Wir sind dann noch an der Somme rumgelaufen und da hat so ein ganz witziger Mensch der T-Shirt eine Statue angezogen. Genau. Na, das sind jetzt wirklich heute verspreche ich mich sehr oft. Wir sind wieder an den neuen wir sind wieder an den neuen Strand. Noch nie da, meine Güte. Er hat mit ihr gespielt und sie sogar ins Maul genommen. Und jetzt hat er Angst vor ihr. Läuft heute nicht. Und hier sehen Sie die kognitiven Höchstleistungen des Hummel. Ich habe eine bessere Idee. Und jetzt hat er Angst vor ihr. Ich habe schon wieder Angst vor ihr gesagt. Sag mal, was kann ich eigentlich? Er badet nicht allzu gerne, außer wenn er in der Badewanne mit warmem Wasser mit der Dusche massiert wird. Nicht mit der Dusche, ja klar, ich massiere den Hund mit der Dusche. Wir hatten dann noch Besuch von so Leuten mit... Nee, das machen wir nochmal. Wir hatten dann noch... Ich hasse es. Und danach war erstmal... Danach war Wahl... Was habe ich gesagt? Wahl? Nicht nur Tag 7 und da... Oh scheiße, ich muss mein Mikro mal kurz bewegen. So. Nicht nur Tag 7 und damit schon... Meine Fresse, ich könnte ausrasten. Wirklich, das ist doch das Letzte, was ich einsprechen muss.